Wir sind wieder mal unterwegs. Diesmal führen uns unsere Räder durch Tirol, Vorarlberg und das Allgäu. Dabei tauchen wir ein in eine Welt beeindruckender Berglandschaften. Wir legen in 6 Tagen 580 Kilometer und 10.000 Höhenmeter zurück. Unwetter und Murenabgänge zwingen uns, unsere Pläne spontan anzupassen. Und wir werden von der Natur daran erinnert, wie klein wir manchmal sind. Viel Spaß bei Teil 1 unserer Reise. Guten Morgen! Wir sind wieder mal unterwegs. Also wir stehen gerade in der Nähe von Garmisch in Oberau. Da haben wir heute auch schon geschlafen, sind gestern angereist. Jetzt wollten wir starten und jetzt hat die Karin bemerkt, dass sie zwar die Satteltasche dabei hat, aber nicht den Holster dafür. Jo, jetzt hat sie mal alles in ihren wunderschönen Rucksack gepackt. Ja? Ja. Ja. Jetzt schauen wir morgen oder übermorgen in Innsbruck dann einmal, ob wir was finden. Heute mal Rucksack. Ja, wir wünschen euch trotzdem wieder viel Spaß. Also die Tour wird ziemlich aufregend, glaube ich. Ja, bis nachher. Ciao. Unsere Tour startet in Oberau, geht vorbei an Garmisch und dann durch das Karwendeltal. Am zweiten Tag fahren wir von Delfs bis nach Ischgl. Weiter geht's zur Silvretta Hochalpenstraße, bevor wir am nächsten Tag durch Vorarlberg und das große Walzertal fahren. Am 5. Tag kommen wir ins Allgäu, vorbei an Oberstdorf bis nach Nesselwang. Zum Abschluss fahren wir wieder retour nach Tirol, über den Claudia Augusta bis zu unserem Auto. So, los geht's! Wir sind tatsächlich unterwegs. Also wir starten gerade raus aus Oberau, genau, und dann über Garmisch vorbei und nachher geht es schon Richtung Karwendel. Davor fahren wir noch ein paar schöne Seen vorbei. Und wir sind ein bisschen beruhigter jetzt, mit schöner Aussicht. Schaut, da. Wunderbar. Juhu. Ja. Wir haben jetzt noch 134 Kilometer und 2400 Höhenmeter. Ja, wird anstrengend. Und schaut mal geradeaus, was man da sieht. Ganz rechts ist die Zugspitze. Den Rucksack, das ist echt für das 10 Euro. Ja, Einer Lebensretter. der besten 10 Euro, investierten 10 Euro, die ich jemals getan habe. So, jetzt kann ich auch kurz einmal meine Version der Geschichte erzählen. Wir sind heute in der Früh aus dem Auto ausgestiegen und ich habe meine große blaue Tasche, wo ich immer alle meine Sachen drinnen habe, rausgetan und in Gedanken bin ich dann durchgegangen. Oh, ja, ich habe den Holster vergessen. Mir ist dann kurz einmal das ganze Herz in die Hose gerutscht und Gott sei Dank war ich dann geistesgegenwärtig und habe versucht, oder alles in die Taschen umzupacken und mit dem Rucksack das zu managen. Den sieht man dann auch da. So werden wir das zumindest schaffen, bis ich eine neue Tasche kaufen kann. Wir haben die ersten 23 Kilometer schon mal hinter uns. Jetzt sind wir schon ein bisschen eingefahren. Ja, also es braucht ja immer ein bisschen am Anfang, bis man wieder drinnen ist in dem Ganzen. Immerhin sind es doch noch fast 700 Kilometer. Schreibt es mal in den Kommentaren, ob es euch auch so geht, dass ihr immer ein bisschen braucht, bis ihr da drinnen seid. So, inzwischen befinden wir uns am Isarradweg, wie man da rechts von mir schön sehen kann. Ja, da fahren wir jetzt ein paar Kilometer entlang an der wunderschönen Isar und dann geht's rein Richtung Karwendelhaus.
So, Karin hat mal die Wasserreserven aufgefüllt. Danke, danke. Klares, kaltes Wasser. Ist es schön kalt? Ja. Ja, super, perfekt. Genau, für uns geht es jetzt weiter. Scharnitz und dann Karwendel. So, wer mal in der Gegend ist, Karwendeltal mitnehmen. Wahnsinn. Ah, mein Gott, ist das geil da. Und? Also ich habe schon seit Jahren vorgehabt, endlich mal Karwendel durchzufahren. Und ich wusste, dass es schön ist, aber ja, damit habe ich nicht gerechnet. Und wie ist es? Anstrengend. Wie ist es? Ja. Ja. Aber schön. Tja, ja, das ist es. Da fahren wir jetzt wahrscheinlich rauf. Jupp. Das sind jetzt mal die ersten 500 Höhenmeter. Ja. Und dann kommen, glaube ich, nochmal 500 oder 600 Höhenmeter. So, da rechts haben wir noch mal einen Blick in das Karwendeltal. Von da kann man. Und darauf fahren wir. So, jetzt sind wir kurz vor unserem ersten Pass. Und zwar ist es dann eben beim Karwendelhaus. Da werden wir dann kurz mal stehen bleiben. Und mal vielleicht was essen, was trinken, die Flaschen auffüllen. Ja, und die Beine mal ein bisschen entspannen. Da haben wir dann schon ca. 1300 Höhenmeter. Dann sind es nur noch ca. 1100. Wenn es so weitergeht, perfekt. Und da fahren wir eben, glaube ich, noch über den Hochalmsattel drüber. Das ist eine schwarze Mountainbike-Tour. Sind wir schon gespannt, wie die ist. Aber ich glaube fahrbar. Also es ist, glaube ich, nur die Abfahrt ziemlich steil mit ein bisschen über 20%. Im schlimmsten Fall schieben wir halt ein paar Meter. Nicht so tragisch. Jo, jetzt zum Karwendelhaus, oder? Ja. Und? Es ist mega geil. Es ist so schön da oben. Also ich hätte mir es nicht gedacht. Was so schön ist. Es ist ja. einzigartig. Ja. Also es ist ja, die Gravelbikes sind wir die einzigen. Ja, ich glaube. Bikepacking, glaube ich auch. Ja, ich hab's dann positiv, Alpenporno. Ja. Jetzt gibt es, wie so oft, ein Apfelbäuschen. Ein Apfel. Genau. Sollte uns für die letzten 70 Kilometer reichen. Schauen wir mal. So, Apfel verspeist. Die Flaschen sind wieder aufgefüllt. Es kann weitergehen. So, man merkt, dass die Mountainbike-Route jetzt von Rot ins Schwarze gewechselt ist. Haben wir schon die erste Schiebepassage. Schön. Hi. War es jetzt ein bisschen grober Schotter? Ja, ein bisschen. Bisschen lose die ganze Partie. Da zischt sie vorbei.
da sind wir jetzt runtergekommen. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, also der Weg ist ein bisschen anspruchsvoll. Also wir sind echt froh, dass wir halbwegs ein gutes Profil drauf haben. Sonst wäre das fast nicht fahrbar. Ja. Ja, aber weiter geht's. So, wir haben den größten Teil der Abfahrt hinter uns. Ach, zum Glück. Aber zumindest sind wir genau bei der Hälfte jetzt. Aber was natürlich wieder mal ist, wir sind unterwegs und wie es so oft ist, das Wetter spielt nicht so mit, wie wir es wollen. Jetzt haben wir mal am Wetterradar geschaut, so wie es ausschaut. Kommt ein Unwetter so gegen 17:15. Ja, ich hoffe, wir sind da schon ein bisschen weiter. Also zumindest am Blumsjoch oben. Weil wenn wir das einmal haben, geht es eigentlich nur noch bergab. Dann hätten wir das Schlimmste hinter uns. Ja, wir hoffen, dass wir es schaffen. So, man sieht es leider hinter uns. Jetzt haben wir 530 Höhenmeter rauf zum Blumsjoch. Unsere Blumsjoch-Hütte. Ja, wir versuchen es jetzt einfach. Das Problem ist, wir sind einfach mitten im Karwendel drin. Das ist die einzige Möglichkeit, drüber zu kommen. Kleine Planänderung. Das Gewitter kommt leider echt schnell näher. Wir hören schon überall donnern. Ja, wir fahren jetzt zur Engalm. Und da schauen wir dann, was wir machen. Entweder schlafen wir da drin, falls wir was frei haben. Schauen wir mal. So, inzwischen ist echt dunkel geworden, aber wir sind jetzt zum Glück gleich beim Eng-Hotel. Ja, da springen wir schnell rein. Aktuell ja, schaut es so aus. Wir sind gerade ein bisschen ratlos, aber wir sind froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben. So, inzwischen haben wir uns versorgt. Das Schlimmste ist jetzt, glaube ich, mal vorbei vom Regen. Aber wir werden jetzt, also wir haben nachgefragt, da fährt der Bus raus, den werden wir jetzt nehmen. Jetzt gibt es Jause. Jo. Also, wir haben jetzt ein bisschen was organisiert. Wenn alles gut geht und der Bus kommt, dann fahren wir jetzt mit dem Bus mal ein paar Kilometer raus, genau bis nach Vorderries. Da haben wir schon ein Taxi organisiert. Das bringt uns dann von Vorderries zu unserem Auto. Mit dem Auto fahren wir dann nach Zillertal zu unserer Unterkunft. Und morgen müssen wir dann schauen, wie wir halt weiter dann, weil eigentlich ist ja das Runde geplant, heißt, wir müssen ja da irgendwie wieder zusammenkommen. Das ist richtig grausig. Voll. Kalt, grausig, regnerisch, aber wir sind trocken. Ja, wir sind noch trocken. Schauen wir mal. Ja. Und hier seht ihr noch unsere Fahrt von Eng bis nach Vorderries, die notwendig wurde, weil der Bus von einer Mure blockiert wurde. Der Abschnitt hatte es auch noch in sich, aber wir sind gut beim Taxi und am Ende in der Unterkunft angekommen. Aber leider mussten wir aufgrund des schlechten Wetters am nächsten Tag eine Pause einlegen und die Tour ein bisschen umplanen. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder aufgebackelt. Karin mit neuer Arschrakete. Genau, da ist sie. Und zwar fahren wir jetzt nach Ischgl. 82 Kilometer, 1200 Höhenmeter oder sowas. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Passt. Viel Spaß.
ist nämlich bei unserem Hotel eine Bike-Wash-Station dabei und eine Pumpe. Jo. Und wie man sieht, es ist leider jetzt wieder bewölkt, es hat ziemlich zugezogen. Aber angeblich laut Bergfex 9 Stunden Sonne. So, jetzt sind wir gerade auf einem sehr schönen Abschnitt. Da sind wir schon mal gefahren, als wir den Alpencross gefahren sind. Wir sehen schon den blauen Himmel vor uns in der Ferne. Aber in die Ferne geht's. Genau. Also der Abschnitt schlängelt sich zwar gerade so an der Autobahn entlang, aber trotzdem ist er sehr, sehr schön. Wir haben inzwischen übrigens schon so um die 22 Kilometer am Dachau. Also sind noch ein bisschen über 60, glaube ich. Aber jetzt geht es mal schön entlang. Inntal, bis wir reinfahren, Richtung Ischgl. So, einmal ein kleines Routenupdate. Inzwischen haben wir 50 Kilometer. Es sind nur noch 38. Wir sind jetzt grob nach Zams, fahren gerade Richtung Landeck. Und da schauen wir jetzt auf einen Kaffee und Kuchen. So, wir sind in Landeck. Wunderschön. Also die Stimmung von der Kahn ist ja schon wieder in den Keller gegangen. Mittlerweile wird es besser. Wie heißt das Ding? Was hast du bestellt? Trilecce. Ah ja. Hopfenkuchen mit Karamell drüber. Kann nur geil sein. So, jetzt fahren wir noch einmal durch Landeck durch. Das sollte nicht so lang sein. Und so wie vor uns, die meisten Bikepacker fahren jetzt weiter auf dem Reschenpass. Da trennen sich jetzt die Wege. Wir fahren rauf nach Ischgl. Da rechts vor uns sehen wir schon mal den Darwin-Kopf und dahinter in den Wolken verstecken sich schon die ersten 3000er. Da vorne sieht man zum Glück schon die Brücke. Ich habe schon ein bisschen befürchtet, dass man vielleicht gar nicht mehr drüber kommt. Wir müssen alles wieder retour, aber nein, geht sich aus über die Brücke und dann sind wir wieder auf der Straße. So, unsere Lieblingsaufgabe, Tunnel fahren. Naja, es geht halt nicht anders. Wir schaffen es auch. So, den Tunnel haben wir jetzt auch hinter uns. Hoffentlich ist der letzte. Wir sind jetzt genau auf 1000 Höhenmeter oben. Jo, 570 Höhenmeter sind es noch in 20 Kilometer. Also es läuft eigentlich echt gut. Ja. So, jetzt geht's nach Kappel ins Zentrum. Schauen wir uns das mal an. Downtown Kappel. Jetzt sind wir 5 Kilometer vor Ischgl. Da sind wir jetzt nochmal auf einem schönen Radweg. Die Sonne scheint, man sieht die Berge. Ja, geht gut, oder? Idyllisch ist es schon. Idyllisch wieder mal. Jetzt ist wieder idyllisch. Sehr gut.
gell. Hier seht ihr noch den Rest unserer Strecke. In Ischgl haben wir noch einen schönen Abend verbracht und hervorragend gegessen, bis es am nächsten Tag weiter nach Vorarlberg ging.